Wie ist bei uns Logistik organisiert? Also wie schaffen wir es, dass das richtige Bauteil zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist, damit unsere Kollegen dann die Produkte zusammenbauen? Viele unserer Linien sind direkt an unser Produktionsleitsystem MES angebunden. Damit erfassen wir sehr viele Einzeldaten im System und können diese auch in Echtzeit auswerten. So können Fehler vermieden, verhindert oder, wenn nötig, eben auch rückverfolgt werden. Wir haben eine auftragsbezogene Fertigung. Das heißt, wir produzieren nichts auf Lager, sondern erst, wenn uns der Kunde den Auftrag dazu erteilt. Über unser Kanban-System ist gewährleistet, dass immer ausreichend Bauteile vor Ort im Assembly-Bereich sind. Nicht zu viele, das spart nämlich wertvolle Montagezeit, weil so immer alles übersichtlich angeordnet ist und die Wegzeiten so auch optimiert sind. Die Boxen in den Regalen werden einfach von den lokalen Logistikmitarbeitern getauscht und fahren über das Überkopftransportsystem oder mit dem AGV zurück in die Systemlogistik. Wir haben sensorgesteuerte Überkopftransportbänder, mit denen wir eine Last von bis zu 25 Kilogramm transportieren können. Für größere Komponenten oder gar fertige Produkte haben wir Flurförderzeuge. Unter anderem AGVs. Das steht für Automated Guided Vehicle. Das sind quasi komplett fahrerlose und automatische Stapler. Wenn diese ein Hindernis wahrnehmen, bleiben sie stehen und fahren erst weiter, wenn der Weg wieder frei ist. Übrigens, bei der Verpackung unserer Produkte haben wir uns eine Alternative zur bisher verwendeten Luftpolsterfolie überlegt. Als Füllmaterial wird nun kein Plastik mehr verwendet, sondern nur noch angepasste Kartoneinlagen und teilweise Papier aus den Paketen unserer Zulieferer. So haben wir nicht nur einen Kostenvorteil, sondern tun auch der Umwelt etwas Gutes. Wir könnten euch jetzt noch etwas von unserem automatisierten Kleinteilelager erzählen, wo eigentlich nur die Regalbediengeräte unterwegs sind. Oder wie viele Picks, also Zugriffe, unser System tagtäglich verarbeitet. Oder was es mit den Ware-zum-Mann-Arbeitsplätzen auf sich hat. Aber das heben wir uns für euren Besuch dann auf.